Vor etwas über einem Jahr hatte ich einen rechtsseitigen Spontanpneumothorax, also einen plötzlichen Lungenkollaps ohne äußere Ursache. Das Ganze wurde damals mit einer Thoraxdrainage behandelt. Aber die Frage nach dem Warum ließ mich nicht ganz los. In meinem Video vom März 2025 hatte ich bereits erwähnt, dass ich der Ursache weiter auf den Grund gehen möchte. Und inzwischen besteht bei mir der Verdacht, dass es sich vielleicht doch um einen katamenialen Pneumothorax infolge einer Endometriose-Erkrankung gehandelt haben könnte. In diesem Video spreche ich mit euch über die medizinischen Hintergründe der Krankheitsbilder Endometriose, Zwerchfellendometriose, katamenialer Pneumothorax, der mit der Endometriose zusammenhängen kann, aber nicht zwangsläufig muss. Berichte über den aktuellen Forschungsstand und meine persönlichen Erfahrungen. Endometriose ist eine chronische Erkrankung, die überwiegend Frauen betrifft, bei der Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst. Meistens im Bauch- und Beckenraum, aber seltener auch an anderen Stellen bzw. Organen im Körper, zum Beispiel am Zwerchfell oder der Lunge. Es kann quasi überall wachsen, im ganzen Körper. Es gibt sogar Fälle, bei denen ist es im Auge, im Gehirn oder in der Nasenschleimhaut nachgewiesen worden. Je nach Schweregrad wird es in 4 Stadien eingeteilt. 1 minimal oberflächlich bis Stadium 4 tief eindringende Herde. Endometrioseherde können verschiedene Farben haben. Blau-schwarz mit narbigen Veränderungen, rot, ähnlich wie das Gewebe der Gebärmutterschleimhaut, das sogenannte Endometrium, bräunlich, zum Beispiel in Form von Endometriomen, das sind mit altem, geronnenen Blut gefüllte Zysten im Eierstock. Weil sie an geschmolzene Schokolade erinnern, nennt man sie auch Schokoladenzysten. Weißlich oder ganz unpigmentiert. Im frühen Stadium der Endometriose sind die Läsionen transparent, blass, durchscheinend und oft nur schwer von gesundem Gewebe zu unterscheiden. Bei manchen Patientinnen können die Endoherde auch aktiv sein und zyklisch bluten, insbesondere bei roten Herden. Die Wucherungen sind meist nicht bösartig, können aber je nach individueller Schmerzempfindlichkeit, Lage, Größe und noch unbekannten Faktoren schwere Probleme verursachen und Entzündungsreaktionen im Körper triggern. Damit hat Endometriose Gemeinsamkeiten mit Autoimmunerkrankungen. Die häufigsten Folgen sind chronische Schmerzen, Unfruchtbarkeit, Verwachsungen und Beeinträchtigungen der Lebensqualität. In seltenen Fällen können Organe ihre Funktionsfähigkeit verlieren. Es gibt Patientinnen mit tief infiltrierender Endometriose, deren Nieren quasi zerstört wurden, oder mit Endometriose an der Wirbelsäule, die zu Bandscheibenvorfällen beigetragen hat. Laut Endometriose-Vereinigung Deutschland sind zwischen 8 und 15% aller Frauen betroffen. Das sind ca. 2 Millionen Menschen in Deutschland. Insgesamt ca. jede 10. Frau. Die Dunkelziffer ist schätzungsweise deutlich höher, weil die Erkrankung in vielen Fällen nicht richtig diagnostiziert wird, bzw. die Diagnostik insgesamt erschwert ist. Endometriose äußert sich nämlich sehr unterschiedlich und wird deshalb auch als Chamäleon der Gynäkologie bezeichnet. Die Liste mit möglichen Symptomen ist riesig. Krampfartige Unterleibsschmerzen fortwährend der Menstruation, Blähungen, Durchfall und Verstopfung, Beinschmerzen, Migräne, Rückenschmerzen, diffuse Unterbauchschmerzen, Darmprobleme, die an einen Reizdarm erinnern, ein Blähbauch, der sogenannte Endobelly, Müdigkeit, Erschöpfung. Eigentlich die gesamte Palette an Symptomen, die möglich sind. Manche Betroffene haben aber auch gar keine Beschwerden. Die Symptome können ebenfalls zyklusunabhängig auftreten, nicht zwingend bei der Periode. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Man weiß so gut wie nichts über die Ursachen. Das kennen wir ja schon irgendwoher. Wie gelangen Gebärmutterschleimhaut-ähnliche Zellen in Bereiche außerhalb der Gebärmutter? Alleine dazu gibt es verschiedene Theorien. Sie könnten über Blut- und Lymphgefäße in andere Körperbereiche transportiert werden und sich dort selbstständig vermehren. Sie könnten während der Menstruation durch Sekrete im Körper verschleppt werden und so in die obere Bauchhöhle fließen. Oder Zellen könnten sich unter bestimmten Umständen in Endometriosezellen umwandeln.
Und was die allgemeine Ursache betrifft, es gibt derzeit nur Vermutungen, dass hormonelle Ungleichgewichte oder Fehlfunktionen des Immunsystems eine Rolle spielen könnten. Im weiblichen Körper gibt es ja die Hormone Östrogen und Progesteron. Eine erhöhte Östrogenaktivität und reduzierte Progesterone, die nicht ausreichend wirksam sind, könnten die Hauptfaktoren für die Vermehrung der Endometrioseherde darstellen. Endometrioseherde, die sich außerhalb der Gebärmutter befinden, reagieren ähnlich wie die Gebärmutterschleimhaut auf hormonelle Veränderungen im Menstruationszyklus und können somit während der Periode oder während der künstlichen Abbruchblutung wachsen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Bakterien der Gattung Fusobacterium an der Entstehung der Endometriose beteiligt sein könnten, weil diese vermehrt in der Gebärmutterschleimhaut von Endometriose-Patientinnen entdeckt wurden. Das heißt, Endometriose könnte auch durch eine bakterielle Infektion verursacht werden. Umweltfaktoren wie entzündungsfördernde Ernährung, der Kontakt mit bestimmten Chemikalien, die genetische Veranlagung oder Zusammenhänge mit Traumata kommen noch hinzu. Dementsprechend existiert aktuell keine Heilung oder eine Behandlung, welche sich auf die Bekämpfung der Ursachen konzentriert. Ein hohes Risiko, an Endometriose zu erkranken, haben Frauen, die früh ihre Menstruation bekommen haben oder spät in die Menopause gehen, mit einer Blutungsdauer über 7 Tagen, mit später erster Schwangerschaft, mit einer familiären Endometriose-Geschichte oder Frauen, die medizinische Eingriffe in der Gebärmutter hatten. Die Verdachtsdiagnose erfolgt meist mit einer Anamnese, also dem Gespräch mit Fachpersonal. Unterstützend kann mit einem Blutbild gecheckt werden, ob Tumormarker oder Entzündungsmarker wie der CA-125-Wert erhöht sind. Endometriose ist aber bei klassischen Blutuntersuchungen nicht zuverlässig sichtbar, weil es letztlich auch eine Momentaufnahme ist. Es wird derzeit intensiv an neuen Bluttests wie Promarker Endo geforscht, der spezifische Proteine im Blut misst, um Endometriose zu erkennen. Auch Speicheltests, die MikroRNA-Moleküle analysieren, welche bei Endopatientinnen verändert sind, werden erprobt. Auf Selbstzahlerleistung sind solche Tests schon verfügbar. Da die Zahl der Probandinnen aber zu gering ist und keine unabhängigen Studien oder Bewertungen durch Fachgesellschaften vorliegen, werden solche Tests in Deutschland aktuell nicht zur Diagnostik hinzugezogen. Weiterführend wird zunächst eine gynäkologische Untersuchung durchgeführt. Ultraschall- und Tastuntersuchung, manchmal auch rektal. Allerdings lassen sich mit Ultraschall nur große, tief verwachsene Herde finden. Es ist nicht möglich, kleine Herde zu sehen. Bei schwer zugänglichen Bereichen, zum Beispiel dem Darm, kann ein MRT durchgeführt werden. Da wird man in eine Röhre gesteckt, um anschließend Gewebe und Organe bildlich darzustellen. Auch dieses Verfahren liefert nicht immer eindeutige Ergebnisse. Und um ein MRT zu bekommen, muss es schon schlimm sein, denn es wird wahrscheinlich aus Kostengründen nicht so oft angeboten. Sicher kann Endometriose nur mit einer Bauchspiegelung, der Laparoskopie, diagnostiziert werden. Das ist eine minimalinvasive Operation unter Vollnarkose. Dabei werden über kleine Schnitte im Bauchraum dünne Instrumente und eine Kamera eingeführt, um diesen von innen zu untersuchen. Der Bauchraum muss dafür mit Gas aufgeblasen werden, um eine gute Sicht zu ermöglichen. Wenn Endometrioseherde entdeckt werden, wird das Gewebe häufig direkt entfernt. Betroffene berichten von gemischten Erfahrungen. Einige erleben eine deutliche Linderung ihrer Schmerzen und eine Verbesserung der Lebensqualität, während andere mit anhaltenden Beschwerden oder erneuten Herden zu kämpfen haben. Allerdings wird auch nicht bei jeder Frau mit Symptomen Endometriose in der Laparoskopie gefunden. Entweder das Gewebe befindet sich an einer nicht einsehbaren Stelle oder es ist im frühen Stadium quasi durchsichtig. Alternativ oder zusätzlich zur Operation kann eine medikamentöse Behandlung mit der Pille bzw. mit Hormonpräparaten erfolgen. Bevorzugt werden Pillen mit synthetischen Gestagenen eingesetzt. In manchen Fällen kombinierte Präparate mit niedrigem Östrogenanteil. Gestagene sind bevorzugt, weil Pillen mit Östrogenen die Endoherde weiter stimulieren.
Mit der Kombinationspille können Schmerzen deutlich gemindert werden. Reine Gestagene stoppen oder hemmen zusätzlich das Wachstum der Endometrioseherde. Sie werden kontinuierlich ohne Pause im Langzeitzyklus angewendet. Das heißt, der Eisprung wird gehemmt, die Gebärmutterschleimhaut nicht so stark aufgebaut wie beim normalen Zyklus und der Hormonspiegel wird konstant gehalten. Ich habe das Gefühl, dass vielen Frauen auf Social Media regelrecht Angst gemacht wird, wie schlimm doch die Pille sei und Hormoncocktail und so weiter. Ja, nicht jede Frau verträgt die Pille gut, aber bei einigen kann sie die Symptome ganz stark lindern und mehr Lebensqualität zurückbringen. Um die Symptome zu lindern, kann die Ernährung auf eine antientzündliche Ernährung umgestellt werden. Überwiegend pflanzenbasiert und ballaststoffreich, mit viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten, Nüssen und naturrein gepressten Pflanzenölen, aber auch mal fettem Fisch. Manchen Patientinnen hilft auch eine glutenfreie und laktosefreie Ernährung. Auch körperliche Bewegung kann unterstützend wirken, aber nicht jeder Sport. Nichts mit hoher Belastung oder intensivem Bauchmuskeltraining. Sanftes Training wie Yoga wird zum Beispiel empfohlen. Aber wie erwähnt, ein Heilmittel existiert nicht, man kann nur die Beschwerden eindämmen. Eine thorakale Endometriose betrifft den Bereich des Brustraums, also des Thorax. Konkret die Lunge, das Brustfell bzw. die Pleura und das Zwerchfell, also den Muskel, der Brust- und Bauchraum voneinander trennt. Die Endometrioseherde reagieren auf Hormonschwankungen, können sich entzünden, bluten oder verkleben. Dabei können sie auch im Rahmen des Zyklus ihre Farbe ändern. Ca. 1,5% der Endometriose-Patientinnen leiden an einer Zwerchfellbeteiligung, wobei die Dunkelziffer auch hier höher ist. Die Symptome variieren je nach betroffener Stelle und Zyklus. Typisch wären Schmerzen im Schulterbereich, vor allem rechtsseitig, Brustschmerzen und Atembeschwerden bzw. Kurzatmigkeit. Wenn es die Lunge betrifft und aktive rote Herde beteiligt sind, zum Beispiel auch Bluthusten. Bei einer Zwerchfellendometriose seien Schmerzen, die in die Schulter, konkret das Schulterblatt und die Schulterspitze sowie den Nacken und Arm ziehen, gängig. Vor allem auf der rechten Seite, weil dort das Zwerchfell sitzt, wobei linksseitige Schmerzen auch möglich sind. Das kommt eventuell durch Referred Pain zustande, also übertragener Schmerz, der an einem anderen Ort als an der Schmerzquelle empfunden wird, weil diese durch Nervenbahnen miteinander verbunden sind. Die Schmerzen können unter Belastung auftreten, zum Beispiel bei körperlicher Anstrengung oder wenn man tief atmen muss, oder belastungsunabhängig sein. Auch Schmerzen im Oberbauch und der Rippengegend sind möglich. Schließlich kann es auch zu einem Pneumothorax kommen, also einer Luftansammlung im Brustkorb ohne äußeren Auslöser, der mit dem Menstruationszyklus zusammenhängt. Basically ein eigenes Krankheitsbild innerhalb eines Krankheitsbildes. Wenn zyklische Blutungen der Endozellen vorliegen, kann es auch zu einem Hämatothorax, also einer Blutansammlung im Pleuraspalt, kommen. Bei einer Zwerchfellendometriose wird meist keine Bauchspiegelung empfohlen, da sich, wie vorhin erwähnt, die oberflächlichen Herde in der Bildgebung meist nicht darstellen lassen und die laparoskopische Inspektion des Zwerchfells technisch anspruchsvoll ist, weil dazu die Leber freigelegt werden muss. Es wird also meist medikamentös behandelt. Bei einem Pneumothorax sammelt sich Luft im sogenannten Pleuraraum zwischen Lunge und Brustwand. Eigentlich reicht die Lunge im gesunden, ausgedehnten Zustand aufgrund des vorherrschenden Unterdrucks bis an die Brustwand und wird dort nur von einem feinen Flüssigkeitsfilm getrennt. Ein Pneumothorax kann unter anderem spontan bei gesunden Personen ohne erkennbare Ursache, aufgrund einer Lungenvorerkrankung, durch ärztliche Eingriffe oder einer Verletzung entstehen. Je nach Ausprägung ist es eine lebensbedrohliche Situation. Der katameniale Pneumothorax ist eine Sonderform, bei dem Beschwerden zeitlich mit der Menstruation zusammenhängen. Der Pneumothorax tritt spontan bis zu 72 Stunden vor und nach der Periode auf. In der Theorie könnte ein endometriosebedingter Pneumothorax aber auch außerhalb der Periode auftauchen, weil die Herde ja am gesamten Zyklus Beschwerden verursachen. Doch das ist derzeit nicht wissenschaftlich bestätigt.
Am häufigsten ist die rechte Lungenseite betroffen. Die Patientinnen sind im gebärfähigen Alter. Meist wird die Diagnose sicher bei 30- bis 40-jährigen Frauen gestellt. Aber zum Vergleich, im Durchschnitt warten Patientinnen ca. 7 Jahre auf ihre Diagnose. Das heißt, der Beginn der Symptome ist meistens in den 20ern. Wie beim primären Spontanpneumothorax treten Symptome wie stechende Brustschmerzen, Schulterblattschmerzen, Atemprobleme, Müdigkeit und andere klinische Symptome wie Tachykardie auf. Schaut euch gerne mein Video zum Spontanpneumothorax an, wenn ihr mehr über das Krankheitsbild, die Symptome und Behandlungsmöglichkeiten erfahren wollt. Wie kommt konkret ein katamenialer Pneumothorax zustande? Auch hier gibt es nur Theorien. Der katameniale Pneumothorax kann endometriosebedingt sein. Die Endometrioseherde können an der Lunge sitzen, sodass Risse entstehen und Luft entweichen lassen. Oder sie können am Zwerchfell sein, sodass Zwerchfelldefekte bzw. Öffnungen entstehen, aus denen dann Luft tritt. In der Forschung werden aber auch andere Theorien unabhängig von der Endometriose diskutiert. Manche vermuten, dass Luft von außen in die Gebärmutter gelangen kann und von dort über die Eileiter in den Bauchraum wandert. Dies sei möglich durch eine in den fruchtbaren Tagen natürliche Lockerung des sogenannten Cervix-Schleimpfropfes, eine Schleimansammlung im Gebärmutterhals, die während des Menstruationszyklus entsteht und den Muttermund verschließt. Andere sehen es in einem hormonellen Zusammenhang mit dem Hormon Prostaglandin F2-Alpha. Dieses ist während des Eisprungs erhöht und spielt eine Rolle bei dem Regulieren des Menstruationszyklus. Es beeinflusst die Kontraktion von Muskeln, insbesondere der Gebärmutter. Dieser Stoff soll zudem auch eine Rolle bei Endometriose spielen. Der katameniale Pneumothorax kann auch wiederholt auftreten. Die Rezidivrate liegt zwischen 30% und 60% innerhalb der ersten 2 Jahre. Tritt dies ein, wird zu einer OP geraten. Zunächst das Entfernen der Herde und wenn das nicht möglich ist, eine Pleurodese, bei der die Lunge mit der Brustwand verklebt wird. Ihr seht, so richtig einen Plan über den zyklusbedingten Pneumothorax bei Frauen hat niemand so richtig. Ich wurde letztes Jahr aufgrund eines primären Spontanpneumothorax bzw. Totalkollaps ohne Ursache behandelt. Kurz zur Einordnung, dieser betrifft überwiegend junge Männer. Auch hier sind die Ursachen nicht abschließend geklärt und man vermutet, dass der Pneumothorax durch entzündliche Veränderungen und kleine Bläschen an der Lungenoberfläche, die sogenannten Bleps, ausgelöst wird. Das Problem dabei und auch ein Grund, warum ich dem in Eigeninitiative nochmal nachgegangen bin, ist, dass es so gut wie keine geschlechtsspezifische Forschung zum primären Spontanpneumothorax bei Frauen gibt. Es gibt nach meiner Recherche aktuell keine Studie, die sich mit dem Krankheitsbild bei Frauen intensiv und differenziert beschäftigt. Außer die eine Diplomarbeit aus der Schweiz, die ich in meinem Video zum Spontanpneumothorax zitiert habe. Es gibt keine, die überhaupt erfasst, bei wie vielen Frauen sind Bleps nachgewiesen worden, rauchen diese Frauen oder nicht, welche Lungenseite ist kollabiert und haben die Patientinnen zyklisch auftretende Symptome. Das heißt, wenn eine junge Frau einen Pneumothorax aus nicht erkennbaren Gründen erleidet, wird oft diese Standarddiagnose gestellt, ohne weiter nach möglichen Ursachen zu suchen. Dabei sollte gerade bei Frauen im gebärfähigen Alter immer an einen Zusammenhang mit dem Zyklus gedacht werden, vor allem wenn er rechtzeitig auftritt. Meinen Erfahrungsbericht in diesem Zusammenhang, wie ich den Pneumothorax bemerkt habe, wie er therapiert wurde und so weiter, habe ich euch ebenfalls verlinkt. Hierzu muss ich aber nachträglich einiges ergänzen. Heute besteht der Verdacht, dass dieser Pneumothorax eventuell doch mit dem Zyklus vielleicht einer Zwerchfellendometriose zusammengehangen haben könnte. Ich kann leider nicht genau zurückverfolgen, ob der Pneumothorax während der Abbruchblutung auftrat, aber einige Symptome kamen mir rückblickend verdächtig vor. Als Jugendliche hatte ich eine relativ starke, schmerzende und langanhaltende Menstruation, also teilweise länger als 7 Tage. Das war aber von Monat zu Monat unterschiedlich. Ich habe aber jeden Monat bis zu 3 Schmerztabletten benötigt, um den Alltag zu bewältigen. Aus diesem Grund habe ich dann mit 16 Jahren angefangen, die Pille einzunehmen. Die Unterleibsschmerzen wurden dadurch deutlich reduziert, ich habe das nur noch dumpf wahrgenommen. Ich benötigte dann maximal nur noch eine Schmerztablette im Monat während der Abbruchblutung,
aufgrund von Migräne in der Einnahmepause. Damit kam ich lange gut klar. Irgendwann in den letzten Jahren kamen dann aber zyklisch auftretende Nackenschmerzen zu meiner eintägigen Migräne hinzu. Ich habe mir dabei nichts gedacht, weil es bei Migräne zu Nackenschmerzen kommen kann. Seit ca. Sommer 2023 hatte ich diese Nackenschmerzen dann aber zunehmend außerhalb der Periode, vor allem unter Belastung, aber auch aus dem Nichts in Ruhe. Ich bin teilweise mit starken Nackenschmerzen aufgewacht. Ich dachte auch hier, vielleicht habe ich im Durchzug gesessen, weil ich da empfindlich bin, oder es kommt einfach durchs lange Sitzen am PC den ganzen Tag. Zu diesen Nackenschmerzen kam dann starke Müdigkeit hinzu und ab ca. Februar 2024, einige Wochen nachdem ich krank war und Corona hatte, ging es dann los mit den klassischen Symptomen des Pneumothorax. Eine Corona-Erkrankung kann ein Trigger für Entzündungsprozesse im Körper sein, aber einen wissenschaftlichen Zusammenhang, dass die Virusinfektion als Auslöser eines Pneumothorax fungiert, gibt es derzeit nicht. Es wurde bisher nur beobachtet, dass Corona-Patienten, die beatmet werden mussten, häufiger einen iatrogenen Pneumothorax erlitten. Warum habe ich heute den Verdacht, dass es ein katamenialer Pneumothorax gewesen sein könnte? Erstens, Nackenschmerzen sind ein typisches Indiz für Zwerchfellendometriose. Zweitens, ich hatte ein Symptom, das nirgends in Erfahrungsberichten benannt wird, und zwar Schluckauffälligkeiten. Schluckbeschwerden können mit dem Zwerchfell zusammenhängen, zum Beispiel wenn es gereizt ist. Drittens, ich bin ja lange nicht zum Arzt, habe mich teilweise auch normal gefühlt und meine Symptome wurden quasi von Monat zu Monat immer schlimmer. Was darauf hindeuten könnte, dass mit jedem Zyklus, mit jeder Abbruchblutung immer mehr Luft über das Zwerchfell in den Pleuraspalt wanderte. Viertens, normalerweise soll man nach dem primären Spontanpneumothorax, wenn sämtliche Luft aus dem Pleuraspalt entfernt wurde und es nicht erneut kollabierte, wieder gesund sein. Nur habe ich seitdem neue, chronisch auftretende Symptome. Neben der anhaltenden inadäquaten Sinustachykardie war ich nach dem Pneumothorax sehr infektanfällig, mehrfach erkältet, für mich ziemlich ungewöhnlich. Das zeigte sich dann auch in den Blutwerten, die leicht abweichend vom Normwert waren, bei 2 Terminen mit zeitlichem Abstand hintereinander. Das war aus ärztlicher Sicht erstmal nicht besorgniserregend. Dann bekam ich aber diesen inneren Juckreiz im Brustbereich, den sich die Ärzte mit umherwandernder Restluft erklärten, welche durch Reibung dieses Gefühl erzeugte. Dieser innere Juckreiz ist aber bis heute vorhanden. Jeden Tag. Aber er ist umhergewandert bzw. hat sich ausgebreitet. Ganz konkret in meinen Schulterblättern und in meinem Unterbauch. Manchmal schmerzt es auch kurzzeitig wie ein Messerstich oder brennt und geht dann in Juckreiz über. Das ist ziemlich lästig und unangenehm. Endometriose-Betroffene, die die Pille nehmen, sprechen in einigen Erfahrungsberichten von so einem inneren Juckreiz anstelle von Schmerzen. Zudem kamen dann Probleme mit dem Darm bzw. der Verdauung hinzu. Nur um einige zu nennen, ich hatte häufig Verstopfung, Bauchschmerzen, einen aufgeblähten Bauch und neigte zu Pilzinfektionen. Endometriose kann zu verschiedenen Darmproblemen und zu Veränderungen der Darmflora führen. Darüber hinaus sind neue Symptome während der Menstruation aufgetaucht. Konkret Schulterschmerzen, Schmerzen in der Rippengegend und einmal hatte ich sogar ein Gefühl im Schulterblatt, als würde es innerlich blubbern. Ganz merkwürdig. Das sind alles typische Symptome einer Zwerchfellendometriose. 5. Anfang des Jahres habe ich einen DNA-Test durchgeführt, der überraschenderweise keine genetische Veranlagung für Lungenkrankheiten feststellte, dafür eine mittlere mit Tendenz zu hoher Wahrscheinlichkeit für Endometriose, eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Zwerchfellbruch sowie für ein Endometriumkarzinom und eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für ein Offenwinkelglaukom bei mir analysierte. Bei einem Zwerchfellbruch gelangen Teile von Organen durch eine natürliche Öffnung im Zwerchfell in den Brustraum. Der Zusammenhang mit einem katamenialen Pneumothorax ist ja nicht genau erforscht, aber es gibt Fälle, bei denen diese Krankheitsbilder zusammen einhergehen und insbesondere die Leber verschoben wird. Das Offenwinkelglaukom ist eine Alterserkrankung, bei der der Augeninnendruck ansteigt und so der Sehnerv geschädigt wird, was dann zur Erblindung führen kann. Die Ursachen sind noch nicht ganz klar. Es gibt Hinweise, dass unter anderem Hormonschwankungen, insbesondere mit Östrogen,
Einfluss auf die Augengesundheit haben und somit das Risiko eines Glaukoms erhöhen. Ein wichtiger Regulator zur Senkung des Augeninnendrucks ist übrigens Prostaglandin F2-Alpha. Das Hormon, von welchem vermutet wird, dass es eine Rolle bei hormonellen Veränderungen im Zusammenhang mit einem katamenialen Pneumothorax spielt und die Endometriose-Aktivität verstärkt. Ihr seht, das Ganze ergibt irgendwo ein Gesamtbild. Anhand der genetischen Veranlagungen ist es wahrscheinlich, dass mein Pneumothorax eine hormonell induzierte, vielleicht mit einer Zwerchfellendometriose im Kontext stehende Ursache hatte. Das Thema sprach ich nach dem Vorfall bei meiner Gynäkologin an und sie hat mir zur Vorstellung bei einer Endometriose-Sprechstunde geraten. Das habe ich dann auch an einem Universitätsklinikum wahrgenommen. Zum Glück habe ich bereits nach einem halben Jahr einen Termin bekommen, was sehr schnell ist in Anbetracht dessen, dass diese Zentren vollkommen überlastet sind und viele Betroffene woanders bis zu 2 Jahre auf ihren Termin warten. Dort wurde ein detailliertes Gespräch und danach eine gynäkologische Untersuchung durchgeführt. Ich kann euch sehr empfehlen, in einem Ordner oder einer Mappe eure gesamte Krankheitsgeschichte zu sammeln und mitzubringen, um die Zeit dann auch effizient zu nutzen. Die gynäkologische Untersuchung umfasste klassisch die Spekulum-Untersuchung mit Schnellabstrich, die Tastuntersuchung und den transvaginalen Ultraschall. Ihr braucht da übrigens keine Angst vor dem Ultraschallgerät zu haben. Ich persönlich fand das deutlich erträglicher als das Spekulum. Das Spekulum schmerzt schon ein wenig, aber das ist bei jeder Person anders. Die Ultraschalluntersuchung ist auch ganz interessant, aber Endometriose wird darauf ja nur ganz selten erkannt. Auch bei mir wurde gar nichts entdeckt. Mir wurde tatsächlich von einer Bauchspiegelung abgeraten, aus den Gründen, die ich vorhin schon erwähnte. Aber ich bin jetzt in medikamentöser Therapie mit der Dienogest-Pille. Ein reines Gestagen im Langzeitzyklus. Die ersten Veränderungen bemerke man erst nach 3 bis 6 Monaten. Momentan befinde ich mich in der Hormonumstellung und kann daher dazu noch nichts sagen. Die Hormonumstellung ist auf jeden Fall spürbar. Ich hatte jetzt mehrfach Kopfschmerzen und eine Zwischenblutung. Sobald sich der Körper daran gewöhnt hat, sollte es dann besser werden. Auf keinen Fall möchte ich nochmal so einen Pneumothorax erleben, deshalb nehme ich das in Kauf. Auch wenn der katameniale Pneumothorax selten diagnostiziert wird, verdient er mehr Aufmerksamkeit, denn er wird viel zu oft übersehen. Und selbst wenn keine Zwerchfellendometriose nachweisbar ist, kann er trotzdem zyklusbedingt sein. Gerade bei Frauen, bei denen der Lungenkollaps immer wieder rund um die Periode auftritt oder ein rechtzeitiger spontaner Pneumothorax diagnostiziert wird und gleichzeitig zyklisch wiederkehrende Symptome jeglicher Form vorhanden sind, sollte medizinisch genauer hingeschaut werden. Ich hoffe, mein Erfahrungsbericht hilft euch dabei, euch dazu zu ermutigen, alle möglichen Ursachen zu prüfen. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder euch wiedererkennt, teilt das Video gerne oder schreibt in die Kommentare, denn je mehr wir darüber sprechen, desto sichtbarer werden diese Krankheitsbilder.